Ich habe natürlich auch nicht ganz mit so einem krassen Ertrag gerechnet. Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Was ich euch zeigen wollte, mein GoPro-Problem mit den Akkus. Ich habe mir jetzt so ein nettes Kästchen gekauft. Da passen die Akkus rein und da ist eine Powerstation unter, eine Powerbank. Eine Powerbank und dann werden die gleichzeitig aufgeladen, wenn man die reinpackt. Ich habe vorher teilweise immer an der GoPro die Akkus aufgeladen und das hat anscheinend auch zu Problemen geführt. Mache ich nicht mehr, habe ungefähr seit einer Woche Ruhe. So, was ich euch eigentlich zeigen wollte. A, dass immer ständig einer auf den Hof kommt und ich hier nicht filmen kann, weil immer irgendeiner was will. Und zweitens, hier ist die Grain Cam. Die guckt auf den Gutfluss, also hier an uns vorbei gehen die Körner, die gereinigten, nach oben in den Korntank. Die guckt auf den Gutfluss und die stellt letztendlich auch den Mähdrescher ein oder hilft dem dabei. Und die war jetzt von den Sonnenblumen so verklebt und dreckig, dass sie da gestern beim Körnermais nichts mehr hinbekommen hat. Und die machen wir jetzt ein bisschen sauber. Die wird so rangeklappt. Man zieht hier einen Stift, dann kann man die ganz einfach wegklappen und reinigt die. Und das machen wir jetzt erstmal. Und dann sollte das wieder seinen Gang gehen heute. Ansonsten können wir noch hier hinstellen irgendwo. So. Ach, das ist ja alles nicht hier. Das ist alles nicht zum Filmen gemacht, Leute. So. Auch nicht besser, ne? So, ansonsten, gestern erster Tag, wir haben 8 Hektar gedroschen. Ein bisschen ausprobiert, hatten ein paar Probleme mit der Trocknung. Und zwar hatte ich so viel Spindeln da drin. Ich zeige euch gleich nochmal, hier war ein Keilriemen nicht richtig umgelegt. Beziehungsweise hat der Wüstenberg nicht gemacht. Und wir auch nicht. Und dann hat er das nicht rechtzeitig, oder hat er nicht geschafft, das alles richtig wegzufördern. Aber ich glaube, jetzt geht das aber auch schon. Und dann hatte ich lauter Spindeln da drin und da hatte die Trocknung mega krasse Probleme. Jetzt waren wir da heute da und haben 20 Tonnen mit der Hand durchgesägt, weil da so viele große Spindeln drin waren. Weil das war der erste Korntank. Man fängt natürlich an, man muss erstmal gucken, dass alles läuft. Dann guckst du im Korntank, fängst an einzustellen. Und ich habe die Spindeln da nicht rausgekriegt. Und der erste Korntank hatte so viele Spindeln drin, dass er da so viele Probleme hatte, dass sie geklemmt haben bei der Trocknung. Dann waren wir heute Vormittag da und haben die erstmal komplett rausgesiebt, die 20 Tonnen, weil er die nicht durch die Gosse gekriegt haben. So, dann wischen wir noch einmal sauber und dann soll das funktionieren. Und so hat man es schaffen hier jeden Tag, nicht? Jetzt ist übrigens 13:30 Uhr, der 3. November. So, will ich noch mal schnell zeigen. Und zwar dieser Keilriemen, da. Der war nicht richtig umgelegt, der war hier vorne. Und dadurch ist die Schnecke unten unter dem Mähdrescher langsamer gelaufen. Und dadurch hat er das Material nicht hochgefördert. Und dadurch war hier alles voll. Der ganze Drescher war voller Material. Die ganzen Siebe, alles bis zum Anschlag. Ich will euch einmal das schnell zeigen, was hier umgebaut wurde. Also umgebaut wurde allerhand. Und zwar... Hier habe ich jetzt Rundstellkörbe. Die gehen jetzt durch bis vorne. Die sind viel, viel massiver, viel, viel dicker und haben viel, viel mehr Freigang als die ich vorher drin hatte. Vorher hatte ich hier so ein Drahtgeflecht. Und die Siebe sind andere. Die haben jetzt diese verlängerten Nasen da dran. Und die habe ich komplett bis hinten durch. Genau. Ah, das sammelt sich hier. Das macht sich aber auch wieder frei. Das sind ja bloß ein bisschen hier Lichtblätter. Genau. Also, andere Trommel, andere Siebe. Dann habe ich weiß gar nicht, da vorne müsste die sein. Da vorne eine andere Riemenscheibe bekommen. Das vorne die Trommel bzw. die Walze, die das Material auf beide Rotoren aufteilt, dass sie langsamer dreht. Das ist im Prinzip anders. Dann hier hinten
habe ich das jetzt hier dran bekommen. Hier hinten fallen die Spindelstufen oder die Spindeln, die fallen hier runter, hier rauf und werden hier verteilt. Und auch das, was vom Rotor kommt, fällt hier rauf und landet auf die Spreuverteilung. Das heißt, der Häcksler läuft beim Körnermaisdreschen gar nicht mit. Und dadurch ja, habe ich hier diese Bleche und hier ist jetzt offen. Hier ist jetzt ein Blech abgeschraubt. Der hat das sonst immer so seitlich rausgeworfen. Das ist jetzt anders. Bin mir nicht sicher. Das war schon, genau, das war schon das neu. Und dann habe ich noch, das war wohl das Aufwendigste, oben am Drescher, damit hatte ich auch bei den Sonnenblumen schon Probleme. Erinnert euch, da habe ich das auch erzählt. Und zwar da oben dieses Gitter, dieses Sieb, das hat sich ständig zugesetzt mit diesem schwarzen Staub. Da habe ich jetzt innen drin eine Bürste und da oben habe ich jetzt eine Absaugung ist es ja nicht, also ein Luftgebläse dran, was in bestimmten Intervallen das Sieb immer frei pustet. Man hört das ab und zu, gibt es ein kleines Zischen intervallmäßig am Mähdrescher. Und ja, das hat am längsten im Prinzip gedauert. Das bleibt dann aber dran. Ich muss im Prinzip immer jetzt nur noch die Siebe tauschen und die Körbe. Hier, das ist ein bisschen nach oben gedreht. Ne? Diese Walze, die sitzt normalerweise ein bisschen tiefer. Der Schrägförderer ist das ja. Und diese Leisten kommen dann tiefer. Zum Beispiel bei Getreide oder so greifen die so tief. Jetzt beim Körnermais seht ihr selber, da passt ein ganzer Kolben unter. Ne? Das ist geändert. Und im Prinzip hat der ganze Drescher jetzt innen drin mehr Freigang. Und ist so gemacht, dass nur auch die Körner dadurch. Das macht ja der Pflücker. Aber nur die Körner wandern da durch, beziehungsweise nur die Kolben. Und die werden letztendlich auch entspindelt, die Körner. Gut, Leute, den Rest gucken wir uns auf dem Acker an. So, Leute, da sind wir bei. Wir fahren jetzt schon eine ganze Weile hier. Und ja, einige Stellen passt das GPS nicht exakt aufeinander, aber im Allgemeinen passt es schon sehr, sehr gut. Man hat so ein bisschen Zonen, wo halt auch die Maschine ein bisschen gedriftet ist, die Maislegemaschine. Und wir haben auch eine gewisse Drift, weil wir schwanken ein bisschen. Ist egal, aber funktioniert ganz gut mit GPS. Wir haben jetzt, ja, ich wollte euch das gerade zeigen, wir haben jetzt schon 60 Tonnen weg. Wir sind hier, 2 Stunden sind wir jetzt hier, also zwei Stunden, seitdem wir vom Hof weggefahren sind jetzt um. Prinzip Kolbenpflücker, wir ziehen die Pflanze durch das Maisgebiss durch. Warte mal, Moment. Mit einer Hand klappt das nicht bei Hannes. Schon geklappt, aber wir müssen ihn ja vernünftig hinstellen, damit das auch hinterher gut funktioniert. Also, Pflanzen werden durch die Maschine nach unten gezogen, wie ihr seht, die verschwinden ja da. Und ihr seht ja auch, letztendlich kommen ja nur die Kolben bei uns rein. Seht ihr das? Genau, und dann haben wir halt nur die Kolben und ja, wenn jetzt gleich mal mit dem Konter kommt, einmal die Spur korrigieren ein bisschen, sieht es nachher so aus. Ne? Jetzt ist erstmal ein bisschen Dreck vom Vorgewende noch drin, aber es geht letztendlich wieder raus. Ich habe so ein bisschen Probleme mit so kleinen Spindeln drin, gerade wenn wir wenig Material haben, so auf den Sandkuppen. Ich wollte heute noch Scheibe putzen eigentlich. Dann sieht das so ein bisschen aus. Genau, wenn das vom GPS her nicht ganz aufeinander passt. Ne? Ich fahre hier RTK-Spur, fahre dieselbe Spur hier Mais, wie wir auch gelegt haben. Dann habe ich hier hinten noch so eine Shift-Taste, da, hier die zweite. Und dann kann ich Shift drücken und hier nach links oder nach rechts jeweils um 1 cm die Spur korrigieren. Das heißt, ich habe sie jetzt um 8 cm nach links geschoben, damit das schön gerade reinkommt. Und ich nehme den mal noch weg, damit ihr noch ein bisschen mehr seht. Damit das schön gerade reinkommt. Und das ist es im Prinzip. Und dann gucke ich so, dass die Spuren aufeinander passen. Aber was ich so halt festgestellt habe, auch schon bei den Sonnenblumen, sobald ein bisschen Hang reinkommt oder eine weiche, sandige Zone, dann ist die Edik schon in einer gewissen Richtung irgendwo hingedriftet, dass es nicht mehr genau passt. Und ich habe mir das so eingestellt, dass ich nur 11 reinnehme und die da frei bleiben. Ich hatte das festgestellt, dass gerade wenn die Reihen nicht passen und die Pflanzen so ein bisschen nach außen gelegt werden, dann fallen halt relativ viele Kolben über die Außen weg. Das verhindere ich, indem ich jetzt die Reihe benutze noch und die freilasse. Und habt ihr es eben gesehen? Musik.
Und habt ihr es eben gesehen, da fallen immer wieder die Kolben rüber, da ist jetzt einer ganz weggefallen, da fällt jetzt einer rüber und die fange ich sozusagen noch weg. Und dann, ja, funktioniert das ganz gut. Haben wir auf der Seite ein bisschen weniger, weil da haben wir die Pflanzen, die sozusagen den Kolben wieder zurückschubsen. So, jetzt, wenn es jetzt ein bisschen wilder wird im Einzug, tippe ich das jetzt noch ein bisschen weiter rüber, dass wir ein bisschen weiter nach rechts fahren. Genau. Und gerade hat man oft sowas, so wie hier. Hier ist jetzt so ein Sandhang. Hier merkt man, dass ja auch die Pflanzen werden kleiner. Und dann ist es ja hier so, wenn man den GPS sozusagen einklickt am Vorgewende, dann braucht er ein bisschen, bis er gerade zieht. So, aber was ich noch sagen wollte, dadurch habe ich ja, weil ich ja 11 benutze und wir 12 reinlegen, habe ich nicht exakt dasselbe Maß wie die Maisleger. Das heißt, ich fahre so ein bisschen versetzt. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass die Maisreihen zwischen den Reihen, also immer nach einer Elix, nicht exakt zusammenpassen. Das sieht aus wie so ein 5 cm Spalt. Und das ist auch das, was ich so feststellen kann, das passt nicht perfekt aufeinander. Da muss ich im Winter, müssen wir dann nochmal mit unserem Fendt gucken. Der scheint einen leichten Versatz in den Spuren drin zu haben. Genau, aber alles in allem funktioniert sehr, sehr gut. Ja, auch wenn wir jetzt so ein bisschen kreuz und quer fahren. Verluste haben wir da trotzdem nicht bei den Kolben. Jetzt gerade hier, wo wir sozusagen reingekommen sind in der Bahn und wir fahren ja die ganze Zeit geradeaus und jetzt passt es erst rein. Also so lange braucht der Fendt da schon ein bisschen, um das zu korrigieren, was auch normal ist. Das waren jetzt 15 Meter oder so und ist ja normal, wenn man nicht genau exakt auf einen Zentimeter genau gerade reinfährt, dass er das ein bisschen korrigieren muss. Ertrag ist bis jetzt sehr, sehr gut. Was man natürlich bis jetzt sagen muss, hier so ein Sandberg, der haut natürlich maximal rein. Wir werden jetzt sehen, wir kommen jetzt aus der Senke, da ist der Ertrag noch gut. Ja, aber der geht jetzt massiv schnell nach unten. Ja, also jetzt ungefähr nach 17 Sekunden ungefähr sind wir da, wo wir beim Sandberg waren. Und wenn er anfängt wieder besser zu werden, dann sind wir sozusagen in der besseren Zone reingekommen. Ja, jetzt geht es wieder nach oben. Also ihr seht, das geht schon einen ordentlichen Teil runter. Ansonsten muss man sagen, das schockt schon gut, Alter. Der Korntank ist die ganze Zeit einfach nur voll, ne? Und so unterschiedlich sind halt unsere Zonen auf unseren Böden. Und wir haben ertraglich, vorhin war ich in einzelnen Zonen bis 17 Tonnen auf dem Hektar. Und ja, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier aktuell sind wir jetzt bei 12 und 11. Aber es sind wirklich so diese ganz schlechten Zonen, die uns so dermaßen reinhauen. Aber ich bin absolut zufrieden. Wir sind jetzt fast bei 9 Tonnen Durchschnitt. Und ja, Leute, was will ich mehr? Was will ich mehr? 9 Tonnen nasse Ware, muss man sagen. Da geht ungefähr noch 20-25% weg fürs Trocknen an Gewicht. Aber letztendlich ist es trotzdem ein sehr, sehr guter Ertrag. Der Preis ist gut. Und dann ja, müssen wir gucken. Abgerechnet wird zum Schluss. Aber dann sieht es sehr, sehr gut aus. Also ich denke, dann war das auch schon lohnenswerter, als das Ganze zu häckseln. Aber das sage ich euch hinterher nochmal in einem anderen Video. Oh, Sven hat auch hier gut zu tun mit dem Wegfahren. Wir dreschen jetzt heute hier 100 Tonnen. Na, ich möchte ein bisschen weiter nach vorne da dürfen. Und 100 Tonnen. Weil Trocknen schafft ungefähr so 50 am Tag. Und wir wollen für morgen auch noch was hinlegen. Morgen ist Freitag. Ich kann ja morgen nicht. Und dann kann er es sozusagen aufarbeiten. Wir haben das jetzt gehabt, weil er das gestern Abend alles nicht rein fördern konnte. Weil das besagte Problem ja mit den Spindeln war. Ist es jetzt so, dass die Ware ja heute Morgen da noch lag. Und dann haben wir da mal angefasst und nö, die war noch eiskalt. Also kann man sich schon, ich sag mal, 24 Stunden da was hinlegen und dann wird das nicht sofort heiß. Zum Beispiel bei den Sonnenblumen oder beim Hanf war es ja so, das war ja direkt nach dem Dreschen auf dem Hänger noch heiß. Also das geht super schnell. So, Überladewagen, damit wir das alles nochmal verwiegen können. Da an der Trocknung ist keine Waage. Und ja, dass wir alles nochmal ein bisschen dokumentieren können. Ansonsten bin ich zufrieden, bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Klappt doch gut, Mähdrescher läuft schön ruhig.
ihr seht jetzt wieder da am Rand, da hat man es eben richtig schön gesehen. Das muss Max da mal einmal reinzoomen, wenn da welche runterfallen. Also es funktioniert ganz gut, wenn man da eine freilässt. Ansonsten funktioniert man sich so langsam ein, wie das alles so funktioniert. Ich meine, mit dem Pflücker hatte ich selber auch noch nicht die ganzen Jahre zu tun. Man muss da selber erstmal lernen, wie funktioniert das Ganze, wie stellt man das richtig ein, wie funktioniert der Drescher im Maisdreschen. Oh, wir haben gerade abgebunkert, eine halbe Tonne haben wir schon wieder drin. Wie gesagt, also da muss man erstmal selber ein bisschen sich einfuchsen, bis man das alles hinbekommt. Hier zeige ich euch nochmal den Trag. Da ist gerade die Zone, wo wir jetzt aktuell fahren. Feucht ist auch noch in Ordnung. Gut, Leute. Ich glaube, das war's erstmal. Bis später. So, ich habe ja euch gesagt, ich wollte euch einmal das zeigen, wo unsere Ware drin liegt. Auf der Seite sind jetzt die Sonnenblumen, ein Teil. Alles ist ja noch nicht gedroschen. Auf dem Teil kommt der Mais hin. Das ist eine Lagerhalle, die habe ich hier im Ort gemietet vom Landhandel. Hier ist im Winter nichts drin. Hier wird im Sommer immer Getreide und Raps angenommen. Und so, nochmal. Also, die habe ich hier gemietet über Winter. Ansonsten ist hier Raps und Getreide drin im Sommer. Sonst hätte ich die wahrscheinlich auch das ganze Jahr gemietet. Also günstig kann es gar nicht bauen, wie ich die hier mieten kann. Und das sind hier die schwarzen Sonnenblumen. Ich kann euch das gar nicht sagen, das müsste ungefähr 200 Tonnen ungefähr sein, bin ich der Meinung. Ich habe die Wiegescheine noch nicht kontrolliert. Wir sind heute hier am Teil am Auslagern. Das heißt, wir holen immer einen Überladewagen voll und das Ganze kommt dann in Big Bags. Wir haben ja da den Überladewagen, das ist sozusagen seine zweite Saison, die er dann bei uns immer macht. Also eine als Überladewagen da. Und da haben wir diese Tröte dran und dann verpacken wir das in Big Bags. In Big Bags und dann wird es reingestellt und von da wird es bei FutterXL verarbeitet. Ne? Unser Online-Shop, also ihr könnt das auch bei uns bei futterxl.de bestellen. Das sind genau diese Sonnenblumen. Und aktuell ist es ein Überladewagen pro Woche, den wir da holen. Das ist natürlich auch leichtes Material. Ein Überladewagen sind 10 Tonnen. Genau, alles in allem finde ich, ist es auch gut sauber. Also ist jetzt nicht gereinigt, ist nur getrocknet worden. Wir müssen mal gucken. Ich wollte ja jetzt die anderen Sonnenblumen mit der Maisausrüstung mal dreschen und mal gucken. Genau, die gestreiften, die haben wir nicht getrocknet. Die haben wir mit 9% gedroschen. Und die sind trocken und die sind kalt. Also, die fallen auch. Man sieht das schon immer, wie die fallen. Ne, das ist halt ziemlich trocken. Wenn man das hier auch nochmal vergleicht. Fällt genauso, ne? Die wurden jetzt auf 8,5 runtergetrocknet. Genau, 9 habe ich mir gewünscht, aber 8,5 ist es jetzt getrocknet worden. Das wollte ich euch zeigen. Hier einmal die Halle. Genau, wir fahren jetzt den Überladewagen weg. Heute ist Montag, schon der 7. November. Wir haben am Wochenende nichts gemacht. Die Trocknung muss jetzt erstmal den ganzen Mais aufarbeiten. Und dann hoffe ich, dass es morgen weitergeht. Das ist natürlich ein bisschen doof mit der Trocknung, aber da kommen auch ein paar Tonnen zusammen. Wir sind jetzt fast beim Durchschnitt von 10 Tonnen auf dem Hektar. Ja, und rechnet euch das aus. Das sind bei 70 Hektar sind 700 Tonnen, die trocknen oder trocknen muss. Ich habe natürlich auch nicht ganz mit so einem krassen Ertrag gerechnet. Aber es ist doch Bombe. Ist doch gut, wenn es so ein guter Ertrag ist. Bin ich mit zufrieden. Gut, Leute. Bis in der nächsten Folge. Ciao, ciao.